Hallo und herzlich willkommen zurück zum Thema Mathe-Kursstufe. Diesmal mit dem zweiten Teil von unseren Schnittmengen zwischen Geraden im Raum. Ja, ihr seht, ich habe die Geraden ein bisschen abgeändert und wir fangen gleich mal an. Wir haben das letzte Mal windschiefe Geraden gehabt, das heißt, diesmal werden es wahrscheinlich keine windschiefen Geraden sein, aber was genau werdet ihr gleich sehen. Und zwar machen wir es erstmal so, dass wir wieder die Körper oder halt die Geraden gleichsetzen hier und ausrechnen, was dabei rauskommt. Ja, ihr könnt es jetzt mit GTR machen, ähm, falls ihr wisst wie. Wenn nicht, ich rechne es gleich nochmal vor. Wenn ihr es mit dem GTR macht, zeige ich euch nachher, was dabei rauskommt. Beziehungsweise wie man das interpretiert. Das muss man nämlich auch noch machen. Also wir haben wieder drei Gleichungen. Erstmal von Hand natürlich. Ähm, 5, also die oberste Zeile wieder, plus 2t ist gleich 1 plus 2r. Dann die zweite Gleichung lautet 5 plus t ist gleich 3 plus 4r. Und die dritte Gleichung lautet 4 plus t ist gleich 2 plus r. So, jetzt haben wir wieder hier natürliche Zahlen ist nicht gut, hier Variablen und hier Variablen ist auch nicht so gut zum Lesen. Deswegen packen wir die wieder auf eine Seite. Also hier 1 minus 5 ist minus 4. Die 2r auf die andere Seite. Drei minus 5 ist minus 2. Die 4r auf die andere Seite mit einem Minus vorne dran. Ihr seht, es ist eigentlich immer dasselbe, also nicht sonderlich spannend. Die 4 auf diese Seite, da muss ich nur das Vorzeichen ändern. Und fertig. So, jetzt ist es besser. Ja, jetzt müssen wir da weiterrechnen. Und wir versuchen jetzt irgendwo eine Variable rauszuschmeißen, dass wir eine rausbekommen. Hier, das bietet sich an. Hier haben wir t, hier haben wir t. Das heißt, wir rechnen hier erstmal 2, nicht 2, 9, sondern 2 minus 3 ist gleich, nicht ist gleich, das sind ja zwei Gleichungen. Also, t minus t macht Sinn, ist 0, das wollten wir ja gerade. Minus 4r, minus minus r, also plus r schlussendlich wieder, also minus 4r plus r sind minus 3r. Ich schiebe das mal kurz ein Stückchen nach da, dass man nicht durcheinander kommt mit den Gleichungen. Und minus 2 minus minus 2 ergibt 0. Oh nein, was ist jetzt passiert? R ist 0, weil wenn wir hier durch minus 3 teilen, was wir ja dürfen, ist es 0. So, also eine Variable ist schon mal 0. Macht nichts. Weiter damit. Okay. Wenn wir hier jetzt 0 einsetzen, haben wir, also in die dritte Gleichung, dann haben wir t minus 0 ist gleich minus 2. Das heißt, t muss minus 2 sein. Probieren wir es weiter aus. In die zweite Gleichung. Also einfach überall einsetzen, dann passt das schon. T minus 4 mal 0 ist gleich minus 2. T ist wieder minus 2. Macht ja Sinn, wir haben die beiden ja zusammen addiert, deswegen, zusammen gerechnet, nicht addiert. Deswegen muss da ja eigentlich dasselbe rauskommen. Also wenn da was anderes rausgekommen wäre, dann würde ich nochmal alles überprüfen, ob ihr euch nicht verrechnet habt. So, und jetzt setzen wir diese Variable und diese Variable da oben ein. Also 2t, also 2 mal minus 2, also minus 4. Minus 2 mal 0 ist 0, also nix, ist gleich minus 4. Und wenn da da sowas rauskommt, minus 4 gleich minus 4, das stimmt ja, das ist ja eine wahre Aussage. Das heißt, eure beiden Variablen sind korrekt. Also t ist wirklich minus 2, r ist wirklich 0 und ihr habt eine Lösungsmenge. Und dann habt ihr auch einen Schnittpunkt.
Und das ist jetzt toll. Denn jetzt wisst ihr schon, worum es geht. Ein Schnittpunkt. Oder sie könnten, was auch noch sein, wenn sie einen Schnittpunkt haben, dann können sie auch noch mehrere haben. Dann werden sie identisch. Funktioniert leider nicht ganz so, weil wir hier nur die ganze Aussage haben. Aber ich zeige euch einfach, was wir weitermachen. Ich habe euch ja vorhin auch schon gesagt, der zweite Schritt ist, man überprüft die Richtungsvektoren nach Gleichheit. Also, ja, vielleicht nicht unbedingt dahin. Nicht, dass ich euch jetzt verwirre, sondern einfach so belassen, wie es ist. Oder wie wir es gelernt haben. Der Richtungsvektor dahin. So. Erste Zeile k gleich 2k. Okay, 2 gleich... Ich laber scheiße. 2 gleich 2k. So, dann muss ja k logischerweise 1 sein, weil 2 durch 2 ist 1. Nächste Zeile. 4 gleich k. Da oben kam k gleich 1 raus in der ersten Zeile, in der nächsten Zeile kommt k gleich 4 raus und in der unteren Zeile kommt auch noch k gleich 1 raus. Was soll das? Okay, sie sind auf jeden Fall linear unabhängig, das haben wir schon gelernt. Das bedeutet, dass sie weder identisch noch parallel sein können, aber wir haben hier eine wahre Aussage erhalten und zwei Variablen rausgekriegt, also zwei Ergebnisse für Variablen rausgekriegt. Das heißt, sie müssen einen Schnittpunkt haben, diese beiden Geraden. Und zwar für r gleich 0 und t gleich minus 2. Das heißt, wir setzen jetzt mal in unsere Gerade r gleich 0 ein. Also hier, für r setzen wir einfach 0 ein. Dann kommt dieser Punkt raus. Okay, dieser Vektor, momentan ist es noch ein Vektor, ist eigentlich der Ortsvektor von unserem Ergebnispunkt. Also man setzt dann einfach diese Variablen, die man da unten gekriegt hat, ein, da oben, und findet dann raus, was der Punkt ist. Hier ist er. Wo packe ich den jetzt hin? Wo haben wir noch Platz? Ne, nicht ganz so weit. Ja, muss so gehen. Okay, P. Aber was habe ich euch vorhin gesagt? Ein Vektor hat immer die Koordinaten untereinander stehen, ein Punkt nebeneinander. Das heißt, wir können den Teil eigentlich auch gerade schon wieder löschen und ich füge das Richtige hier ein. 1, 3, 2 war es. So. Jetzt haben wir ja hier aber auch noch ein t rausgekriegt, nämlich minus 2. Dann packen wir diese minus 2 doch mal hier rein. Also das ist dann keine Gerade mehr, das ist dann nur noch der Punkt. Das heißt, das da vorne dran sollte man eigentlich nicht mehr so schreiben. So, minus 2. Okay, 5 plus 2 mal minus 2, also minus 4. 5 minus 4 ist 1. Haben wir hier auch raus. Sieht schon mal gut aus. Das ist jetzt praktisch zum Überprüfen, ob ihr euch verrechnet habt. Ja. Gut. 5 minus 2 mal 1 ist minus 2. 5 minus 2 ist 3. Das heißt, die zweite Koordinate stimmt auch. Das heißt, wir haben uns bisher noch nicht verrechnet. 4 plus minus 2 mal 1 ist 2. Das heißt, wir haben uns hier auch nicht verrechnet. Das heißt, das ist unser Schnittpunkt und den nenne ich jetzt mal nicht P, sondern S wie Schnittpunkt. Wundervolle Sache. Wir haben einen Schnittpunkt rausbekommen. Aber ich habe euch ja noch versprochen, ich zeige euch das noch, wie das mit einer Matrix aussieht, was ihr da beim GTR ausgespuckt bekommt, wenn ihr es nicht von Hand rechnet. Weil das ist gar nicht so ohne, da muss man nämlich auch interpretieren, was das ist und was das soll. Deswegen füge ich jetzt hier mal eine Matrix ein. Wo ist sie? So. Ihr bekommt raus. Na, das reicht aber nicht ganz. Ah doch, das reicht sogar. Okay, also im GTR habt ihr hier noch einen Strich stehen, normalerweise.
Und hier kommt dann raus 1, 0. Ich tippe das mal kurz ab. Das ist... beziehungsweise es kommt darauf an, wie wir es eingegeben haben. Wir haben es nicht so eingegeben. Wir haben es so rum eingegeben. So. Entschuldigt bitte die kleine Verwirrung. Ich weiß leider auch nicht ganz auswendig, was der GTR da so tut. Und bin deswegen gerade leicht durcheinander. Der spuckt euch nämlich immer das so aus in der Reihenfolge, wie ihr es eingegeben habt. Deswegen war das gerade nicht so schlau von mir, das zu löschen, was ich hier gemacht habe. Deswegen brauche ich das wieder. Ich kleiner Idiot, ich. So, jetzt. Da gab es doch gerade noch was. Habe ich da nicht irgendwas gesehen? Hübsch. Sehr hübsch. So, ihr habt hier im GTR noch einen Strich stehen. Moment, ich packe das mal kurz ein bisschen. So. In die Mitte. Also ihr habt hier in der Mitte noch so ein, nach der zweiten Zeile so einen Strich stehen und dann steht das hier so. So, ihr habt so eingegeben, also immer die Zahlen vor den Variablen habt ihr eingegeben, die 2, die minus 2, Achtung, minus 2, nehmt das Minus bloß mit, und dann die minus 4, dann unten drunter 1, minus 4, also 1 einmal t ist ja klar, dann hier minus 4 und dann minus 2 und danach habt ihr eingegeben 1, minus 1 und minus 2. So, und jetzt spuckt euch der GTR hier sowas aus. Ihr habt in der ersten Zeile die t-Variablen stehen, das heißt, ihr habt hier 1t plus 0r ist gleich minus 2. Im Prinzip bedeutet das nichts anderes wie das, was wir hier haben. T ist minus 2. In der zweiten Zeile 0t, weil t eure erste Variable war, plus 1r ist gleich 0. Das bedeutet im Prinzip, r ist 0. Und in der letzten Zeile 0t plus 0r ist gleich 0. 0, 0, 0 bedeutet einfach wahre Aussage. Ist dasselbe wie das hier, das war ja auch eine wahre Aussage. Wenn jetzt hier unten 0, 0, 1 stehen würde, dann hättet ihr einen Fehler drin oder einen Error und dann wird es nicht funktionieren. Das heißt, ihr hättet keine Lösung. So habt ihr aber eure Lösung und t ist minus 2, r ist 0. So sieht es dann aus und ihr könnt gleich weitermachen. Also indem ihr hier eben t einsetzt und hier r einsetzt. Ihr müsst wirklich darauf achten, wo was stand. Hier stand nämlich das t und hier stand das r. Und ihr müsst darauf achten, wie ihr sie eingegeben habt. Also habt ihr die r's zuerst eingegeben oder die t's zuerst eingegeben. Das ist auch ganz wichtig. Ja, das war's schon wieder von meiner Seite aus. Nächstes Mal geht's weiter. Ich denke, ihr wisst, welche zwei Fälle noch verbleiben. Vielleicht mache ich in einem, vielleicht auch wieder in 2 Videos. Man sieht sich. Bis dann. Ciao.